Hallo, im heutigen Video möchte ich mir die Nägel lackieren und ich mache heute ein einfaches Cat-Eye-Nageldesign. Die Farbe von dem alten Design habe ich jetzt einfach nur so grob entfernt und die Nägel so ein bisschen geglättet und eine Base habe ich auch schon aufgetragen. Dadurch, dass ich jetzt aber mit dunklen Farben arbeiten will, fällt das jetzt auch dann eh nie auf, dass ich da noch Farbreste unten drunter habe. Ich fange jetzt mit den zwei hinteren Fingern hier an, weil dort will ich das Cat-Eye-Design dann platzieren. Und ich habe mir jetzt wieder die Nagelhaut so ein bisschen nach unten geklebt, damit ich hier richtig schön in die Ränder reinkomme. Deswegen werde ich jetzt die zwei hinteren Finger auch erstmal komplett fertig machen, dass ich dann das Klebeband wieder entfernen kann. Das sind aber auch sowieso die einzigen zwei Finger, wo ich das Cat-Eye-Design drauf machen möchte, weil auf allen Fingern wäre es mir ein bisschen too much gewesen. Ich habe jetzt zwei Schichten drauf und habe die ausgehärtet. Ich nehme jetzt die Schwitzschicht runter, weil hier immer noch so ein bisschen Farbe abgeht und ich will mir die jetzt klein in mein Foliengel schmieren. Deswegen entferne ich die jetzt erstmal. Genau, ich will jetzt als erstes so eine Folie hier drauf machen. Die ist auch schon so uralt, also keine Ahnung, wo ich die her habe, aber sowas kriegt man ja auch eigentlich überall. Da mache ich mir jetzt als erstes hier hinten auf die zwei Finger eine dünne Schicht jeweils von diesem Foliengel drauf. Ich habe jetzt das Foliengel aushärten lassen und jetzt kommt die Folie zum Einsatz. Und die drücke ich jetzt einfach beliebig hier auf dem Nagel. Also das ist nicht so schlimm, wenn die, nee, sag ich mal, komplett überträgt. Das ist jetzt für dieses Design gar nicht mal so wichtig. Deswegen kann man hier ganz in Ruhe immer wieder neu die Folie auflegen und den Nagel dann hier nach und nach befüllen. Die ist richtig cool, finde ich. Die wird zwar dann so ein bisschen verdeckt werden von dem, was ich noch drüber mache, aber sieht eigentlich auch schon so ganz cool aus. So gut, das Klebeband habe ich jetzt doch mal abgemacht. Das ist von meinen schwitzigen Fingern abgerutscht. Beziehungsweise die sind erst schwitzig geworden durch das Klebeband. Aber ist okay. Es war jetzt vorrangig auch eher nur wichtig für die Grundierungsfarbe. Ja, solche Folien sind echt cool. Ich mag den Effekt, aber ich will die kombinieren, weil das dann auch cool aussehen wird am Ende. Ich trage jetzt über die Folie noch eine dünne Schicht Topcoat auf, weil ich bilde mir ein, dass das Cat-Eye, also diese diese Partikel, die da mit dem Magnet bewegt werden, so ein bisschen besser rutschen können, wenn der Untergrund glatt ist. Und deswegen versiegle ich jetzt hier erstmal. Die Versiegelung ist jetzt ausgehärtet und jetzt nehme ich mir hier so einen Magnetnagellack, so ein Cat-Eye-Lack in Blau. Und dann habe ich jetzt hier die Magnete und die werde ich jetzt schon mal vorbereiten, dass die dann schon, wenn ich den Lack aufgetragen habe, natürlich schon so
in Form gebracht sind, sage ich jetzt mal, wie ich sie gleich brauche. Und es ist ein übelster Akt, die hier so zusammenzupappen, wie man sie braucht. Nee, natürlich falsch rum. So, okay. Das wäre jetzt für den ersten Nagel, wie ich die Magnete zusammen haben möchte. Da trage ich jetzt als erstes mal eine dünne Schicht von dem Lack hier auf. Und jetzt muss ich kurz überlegen. Ich hoffe, ich halte den jetzt richtig drauf. Und zwar war das so schräg über den Nagel. Und der Coole, dass ich so ziemlich weit runter gehe, weil ich das wirklich sehr clean haben will. Also da werden die Linien sehr fein, wenn man richtig nah drauf geht. Und dann bekommt man hier so ein, naja, Kästchenmuster, irgendwie sowas in der Art. Mir gefällt es jetzt aber gerade nie so richtig. Deswegen mache ich jetzt nochmal neu. Und zwar kann man das einfach machen, indem man hier nochmal drüber geht. Vielleicht trage ich jetzt mal ein bisschen satter auf, weil die eine Linie hier, die hat man kaum gesehen und das gefiel mir nicht. Aber man kann das prinzipiell beliebig oft machen, bis man dann aushärtet. Okay, nochmal. Ich glaube, das wird schon mal besser. So. Und das muss jetzt sofort in die Lampe, sonst verläuft das wieder. Und ich habe es ja schon so oft gesagt, ich bin echt pingelig. Ich mache das jetzt nochmal. Und dann härte ich es aber auch so aus. Ihr habt ja jetzt gesehen, wie ich es drauf gehalten habe. Und ich habe manchmal nur so mini kleine Sachen auszusetzen und da denke ich mir trotzdem, nee, das kann ich jetzt so nie lassen, das muss ich nochmal neu machen. Ich kriege manchmal da echt die Krise. Ich sollte da wirklich mal ein bisschen entspannter sein, weil eigentlich sah es ja gut aus, aber ich mache es jetzt zum letzten Mal. Mich stört halt gerade, dass das hier nicht richtig gerade ist, weil sobald man da ein bisschen mit dem Ding hier in der Mitte so hoch und runter rutscht, dann wird die Linie so komisch. Na, so huckelig. Und deswegen bin ich jetzt gerade so ein bisschen am struggeln, warum ich das jetzt hier die ganze Zeit neu mache. Also was sowas angeht, bin ich echt ein Freak. Das muss bei mir immer so richtig perfekt sein. Zumindest in meinen Augen, für meine Augen perfekt. Das sieht ja auch wieder jeder ein bisschen anders. Jo, so tue ich es jetzt rein. Sonst war das heute gar nicht mehr. So sieht das aus und die Folie, die ist jetzt so ein bisschen abgedunkelt, halt dadurch, dass ja hier noch Lack drüber ist, aber die scheint dann so dezent hier an den freien Flächen durch und das finde ich sieht richtig cool aus. Das kommt jetzt, wenn man gleich nochmal richtig versiegelt, noch ein bisschen mehr raus. Da sieht das nochmal alles ein bisschen brillanter aus. Den Lehnfinger will ich jetzt ein bisschen anders machen. Dafür brauche ich 3 von diesen längeren Magneten. Das war ja hier das Magnetset, was ich mir auf Temu bestellt habe. Ja, kriegt man dort für ein Apple und ein Ei. Ich habe aber 2 bestellt, weil bei dem einen Set ist mir dort ein Magnet zerbrochen und oh mein Gott, oh Mann. Es will natürlich wieder jetzt überhaupt nicht. Also das ist schon eine übelste Prozedur, sich diese Magnete zurecht zu machen. Ja, also einer kaputt gegangen und da habe ich mir einfach nochmal so ein 4er-Set bestellt. Deswegen habe ich jetzt so viele von den langen Magneten hier. Ich konzentriere mich jetzt mal kurz und laber hier nie die ganze Zeit rum, damit das heute noch was wird.
Ach so, ich muss es. Ja, okay. Oh nee. Also, ich habe es gerade die ganze Zeit falsch gemacht. Die Magnete müssen hier auf die breitere Seite. Ich wollte die ganze Zeit hier auf der Seite andocken. Deswegen ging das nie. So. So hier will ich es jetzt für einen kleinen Finger machen. So, die habe ich jetzt ausgehärtet, die zwei hinteren Finger, und versiegle ich jetzt noch. Und dann sind die fertig. Hier ist jetzt das fertige Ergebnis. Und man sieht halt die Folie so eher im Hintergrund so durchblitzen. Und ja, ich finde den Effekt richtig cool. Eigentlich hat der Cat Eye Lack so einen Duochrom-Effekt. Wenn man den so von einem bestimmten Winkel aus betrachtet, hat er dann nochmal so eine lila-pinkne Farbe, die der annehmen kann. Am Kleinen sieht man es jetzt ein bisschen. Ja, na gut. Wie dem auch sei, ich mache jetzt noch die anderen Finger so ein bisschen dezenter. Auch natürlich noch mit Farbe voll. Die werden jetzt erstmal alle drei eine schwarze Grundierung bekommen. Und wenn ich das gemacht habe, dann bin ich gleich wieder da. Ich tue mir jetzt hier auch noch mal so ein bisschen die Nagelhaut runterziehen, damit ich halt auch das weiße Polygel schön überdecken kann mit dem Lack. Genau. Dann bin ich jetzt gleich wieder da, wenn ich schon mal den ersten Step hier gemacht habe. Der schwarze Anstrich ist jetzt überall drauf. Und jetzt kommt dieser hier noch zum Einsatz. Ich finde den so, so schön. Der hat so solches Flash-Effekt-Glitzer drin. Und ja, ich finde, der ist einfach so hübsch. Der tut zwar irgendwie übelst aussaften hier so. Aber ja, muss man immer mal wieder sauber machen. Genau, den trage ich jetzt auf den Zeigefinger auf und ein Stück noch mit auf den Daumen, weil ich einfach will, dass auf den Fingern hier vorne natürlich auch noch so ein bisschen was los ist, weil nur schwarz hätte ich jetzt auch ein bisschen langweilig gefunden. Aber natürlich auch nicht zu viel, weil der Haupt-Eyecatcher von dieser Nageldesign-Komposition, der soll natürlich hier hinten drauf liegen, aber die anderen Nägel sollen ja das Gesamtbild einfach so ein bisschen schön ergänzen. Da ist so im Auftrag relativ körnig. Das liegt halt daran, dass hier so viele von diesen Glitzer drin sind. Um den hier einfach so ein bisschen zu sparen, habe ich eben erstmal eine schwarze Schicht drunter gemacht. Und dann braucht man den hier jetzt nur in einer Einmalschicht drüber geben. Was ich jetzt wie gesagt hier am Zeiger mache und kleiner so ein bisschen am Daumen. Der schwarze Glitzerlack sitzt jetzt an Ort und Stelle und ist jetzt ausgehärtet. Und bevor ich jetzt einen Versiegler benutze, werde ich jetzt hier noch dem Mittelfinger seine kleine Dekoration verpassen. Da nehme ich hier so ein bisschen standfestes Gel auf dem Pinsel auf und verteile das hier oben. Jetzt wirklich nur um diese
Form, die ich jetzt gleich hier oben hin machen will, so ein bisschen anzukleben. Ich werde jetzt da nochmal drüber versiegeln, deswegen es muss jetzt hier auch nie so sehr viel aufgetragen werden. So. Und dann kommt hier so ein kleiner Halbkreis und den möchte ich hier oben platzieren. Wenn die Form dann 10 Jahre später endlich mal platziert ist, wie man sie gerne hätte, dann kann man die kurz ein bisschen anhärten und dann versiege ich jetzt erstmal alle 3 Finger. Der Mittelfinger und der Zeigefinger, die sind dann fertig, wenn ich die versiegelt habe. Und auf den Daumen kommt noch ein kleiner Akzent. Und dazu hole ich euch dann wieder herbei. Der Daumen bekommt jetzt noch so einen ganz dezenten Streifen hier. Und deswegen habe ich jetzt vorher lieber erstmal noch hier Topcoat aufgetragen, damit die kleine Stufe, die hier entstanden ist, weil ich da ja noch diesen Glitzerlack aufgetragen habe, also was erzähle ich denn jetzt eigentlich gerade? Ach so, ja, die Stufe, die hier entstanden ist, zwischen den 2 Lacken, wollte ich mit dem Topcoat etwas ausgleichen. Genau, damit ich jetzt kann dieses kleine Streifchen hier besser anbringen, habe ich den Unterschied auf der Oberfläche erstmal ausgeglichen und jetzt bin ich noch am Überlegen, ob ich das jetzt gleich so lasse oder ob ich hier drüben auf der Seite, wo jetzt nur der schwarze ist, ob ich das da noch mattieren soll. So. Ich bin jetzt fertig und ich habe mich dagegen entschieden, den Daumen hier zur Hälfte zu mattieren. Ich finde, das so sieht das, glaube ich, ein bisschen besser aus. Und das sind jetzt die fertigen Nägel. Also mir gefällt es richtig gut, muss ich sagen. Ich finde diese Komposition insgesamt echt cool. Ja, schreibt mir auf jeden Fall bitte gerne in die Kommentare, wie euch das Design gefällt. Dann war es das jetzt an dieser Stelle und ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen. Und dann sage ich jetzt ciao und bis zum nächsten Mal dann hoffentlich.